Das Rhodes Piano. Kaum ein E-Piano ist wohl so berühmt und in so vielen Musikgenres der Signature-Sound, den man gemeinhin als Elektro-Piano der 60er oder 70er wahrnimmt. Wir haben endlich eines der neuen MK8 Rhodes hier, die in England hergestellt werden. Das haben wir für diesen Videodreh bekommen und ich bin sehr aufgeregt, dass wir es endlich hier haben, dass wir es unter die Lupe nehmen können. Und dazu haben wir auch Unterstützung geholt. Wir haben Christian Frenzen im Studio. Yeah. Christian Frenzen ist Keyboarder, Toningenieur und Producer und als Live-Keyboarder unterwegs mit Till Brönner, Max Mutzke und aber auch mit deinem eigenen Projekt. Magst du was darüber erzählen? Ja, also seit vielen Jahren bin ich als Live-Keyboarder unterwegs und dabei ist vor allen Dingen meine Aufgabe, sich um die Sounds zu kümmern. Das betrifft also nicht nur klassisch Klavier, sondern eben Fender Rhodes, Synthesizer Sounds. Und Rhodes ist natürlich so ziemlich so in vielen Bereichen der wichtigste Sound, den man irgendwie spielen kann. Ne? Man kann damit alles Mögliche abdecken, mit den Effekten noch dazu. Und das ist auch einer der Hauptsounds in meinen eigenen Projekten. Ja, also ich muss ja die Geschichte dazu erzählen. Wir sind überhaupt vor vielen Jahren mal so in Kontakt geraten. Das war dein gesampeltes Rhodes, das C. Frenzen Rhodes. Das war wirklich berühmt. Und ich habe das damals, war ich noch bei der Keyboards, da habe ich das getestet und so sind wir in Kontakt gekommen. Das stimmt, ja genau. Ja, ich vergesse das immer wieder, aber das war, ich weiß, es war 2007 und mein damaliger Lehrer Xaver Fischer hat gesagt, also wenn du versuchst, ein eigenes Instrument zu samplen, das kannst du gerne machen, aber das wird dir nicht gelingen, weil die Samples, die es schon gibt, die sind von japanischen Toningenieuren in jahrzehntelanger Arbeit erstellt worden. Das kann man an Ingenieurskunst nicht übertreffen. Und ich habe gedacht, so ein Quatsch. Warum haben wir seit vielen Jahren immer noch irgendwie nur so 4 Velocity Layer? Und dann habe ich selber gemacht mit meinem Rhodes Mark I mit 16 Velocity Layern und einem speziellen Skript, was sich um Release-Samples kümmert, je nach Anschlagsstärke und die ganzen Aushaltedauer. Details, Genau. alles dieses ist das, was mich so beim Rhodes auch fasziniert, dieses groovige, rhythmische Spielen. Dazu gehören diese ganzen Nebengeräusche. Ne? Das finde ich auch. Also ich habe ja den Kontakt zum Rhodes, da war ich 16, 17 Jahre alt. Habe irgendwie Ferienjobs gemacht und hatte noch sehr viel Family Sponsoring dabei, dass ich mir überhaupt so einen Rhodes leisten konnte. Was hast du damals dafür bezahlt? Das waren 2000 Mark. Ah, guter Preis. Ja, guter Preis. Aber heute, okay. Ja, also bei dir sieht es ein bisschen anders aus, ne? Du hast so keinen Kontakt irgendwie zu dem oder keine Verbindung zu dem Instrument, ne? Eher wenig. Also ich habe eigentlich in meinem Leben nie richtig so original Fender Rhodes gespielt und bin eigentlich mit den Sounds, die es so gibt, in den Digitalpianos eigentlich immer ganz gut klargekommen oder in den Plugins. Vielleicht erreichen wir es ja. Vielleicht wird es, wenn wir fertig sind, vielleicht wirst du es lieben. Wer weiß. Wir schauen mal. Bin sehr gespannt. Bin auch gespannt. Willst du anfangen? Wir wollen es erstmal hören. Alright, okay. Das ist das sogenannte Handvibrato. Ja, wunderschön. Apropos Vibrato, vielleicht fangen wir direkt an mit dem ersten Effekt. Das ist ein Autopan-Effekt. Ich glaube, das heißt beim Rhodes auch dann Tremolo. Es ist aber im eigentlichen Sinne eigentlich ein Autopan. Das heißt, das Signal wird mit einem LFO über die beiden Lautsprecher ausgegeben. Hier haben wir die Möglichkeit, die Wellenform zu bestimmen. Klassischerweise nimmt man da eine Rechteckwelle. Das heißt, die schaltet von der einen Seite zur anderen. Genau, da gibt es also keinen fließenden Übergang zwischen den Lautsprechern, sondern das ist quasi ein Lautsprecher an, der andere ist aus.
Das wird sofort räumlich. Ja. Wunderschön. Interessant ist auch hier, haben wir eben auch schon beim Testen ausprobiert, ne? Wir können hier neben der Geschwindigkeit vor allen Dingen die Effekttiefe so stark dazu regeln, dass wir, wenn wir hier so ein bisschen nach oben gehen in der Geschwindigkeit, kriegen wir so eine Art Ringmodulation hin. Ist schon mal ein wichtiger Effekt. Das ist so Joe Savino hat das viel benutzt. Genau, dann haben wir natürlich hier einen Ringmodulator. klassischen Equalizer, der auch jetzt schon über das hinausgeht, was ein Rhodes Mark I, also ich habe einen Rhodes Mark I zu Hause und ich glaube, da gibt es tatsächlich eigentlich bloß einen Tiefpassfilter. Das heißt, wir können so ein bisschen Kannst die den Bass Höhen. absenken. Ja. Genau, ich glaube, es gibt welche mit Tiefpass und welche mit Hochpassfilter. Tatsächlich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich erinnere mich, ich hatte so einen Bassboost nennt sich das, aber man kann eigentlich nur den Bass rausdrehen. Ah ja, okay. Also ich habe bei mir den Fall, dass ich die Höhen da wegnehme. Vielleicht haben sie sich da irgendwie mit dem Kondensator verlötet, ich weiß es nicht. Ne, also wir kriegen auch hier so einen glockigen Sound hin, wenn wir die hohen Frequenzen über den High-Regler dazu regeln. Ne? Also von so. Ja, da kriegt man diesen Glockenanteil sehr schön raus. Das ist super schön. Was ist denn jetzt so dein erster Eindruck so? Ich bin überrascht. Also der klassische Rhodes-Sound ist auf jeden Fall voll da, so wie ich den auch kenne. Ich habe noch nie einen Rhodes über so eine wirklich gleichmäßige Tastatur gespielt. Ich habe bei meinem Rhodes, da ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein bisschen Pflegebedarf. Wie gesagt, das ist auch ein Instrument aus 1972, eines der ganz frühen, auch mit 73 Tasten. Und wenn man da spielt, hat man eigentlich eher so ein, ich sag mal, so ein bisschen schwammiges Gefühl, ne? Weil das ist irgendwie, ist nicht so präzise. Diese Tastatur ist tatsächlich sehr präzise. Das ist bei meiner Tastatur auf jeden Fall ganz anders. Aber es ist sehr, sehr angenehm und es ist natürlich auch schön, dass wir ein bisschen mehr Möglichkeiten hier haben noch als beim alten Gerät. Vielleicht werden wir auch mal hier ein Stück nach links gehen. Wir haben hier einen Preamp, können auch zum Beispiel ein bisschen Verzerrung einfach hinzufügen. Ne? Sehr geil. Können direkt zum Gitarristen werden. Ja, das ist geil. Ja. Kann man auch wenigstens mal ein Brett dazu fahren. Ne? Das Genau. finde ich auch sehr wichtig. Aber es ist auch schön, wenn das so leicht, ich mag das eigentlich, wenn das so ganz leicht so ein bisschen saturiert ist und nicht so gleich so durchbräht. Genau, einfach so ein bisschen crispy, ne? So wie, wie man es auch vielleicht vom Amp kennt. Ne? Ja, genau, das ist das Gefühl, das hatte ich mit dem Fender Twin, da war das natürlich da, das ist ja immer so, Ich habe zu Hause so einen ganz kleinen, ich habe diesen Princeton und der zerrt relativ schnell. Ich habe das mal versucht mit dem kleinen Amp gegen eine Band und die Band hat gar nicht so laut gespielt. Der ist sehr, sehr schnell irgendwie in die Sättigung geraten. Und irgendwann ging es auch nicht mehr lauter. Also du hast einen Lautstärkeregler gedreht und es wurde eigentlich nur noch irgendwie dichter. Und das ist auch schön. Aber der Princeton ist für eine Band tatsächlich auch einfach zu klein. Ich glaube, der hat keine 10 Watt oder so. ich wundere mich immer, wie laut die Dinger sind. Aber, Also alleine kann man damit seinen Partner, Partnerin oder die Nachbarn ordentlich quälen. Ja, aber ich habe das Problem mit den Dingern ist halt, da haben wir eben drüber gesprochen, heute arbeitet man ein bisschen anders. Und wenn du in der Band spielst, das kennen wir, glaube ich, alle, irgendwann spielen alle lauter. Nur man selber irgendwie ja nicht, weil man da irgendwie andere Möglichkeiten hat. Und dann drehst du rein und mit so einem Amp bist du sofort in der Verzerrung. Und dann ist eigentlich dein Schicksal für den Rest des Abends, dass du immer volles Brett spielst und verzerrt klingst. Und das ist natürlich dann schade. Ne? Und ja, das finde ich schön, dass man das hier reindrehen kann, aber auch dosieren kann. Das ist super. Es gibt ja jetzt von dem, von diesem Nachbau sozusagen verschiedene Modelle.
Oder verschiedene Ausstattungsvarianten. Vielleicht kann man da auch noch Naja, das ist, du kannst das selber konfigurieren in der Website und dann kannst du selber entscheiden, möchte ich die ganze Effektausstattung haben, möchte ich das so ganz basic haben und dann siehst du auch gleich, kannst du runterscrollen und siehst auch den Preis, der da drunter steht. Wo fangen wir da an beim Preis? Bei knapp 10.000 Euro. Okay. Da muss man auch mal drüber reden. Ne? Es ist ein stattlicher Preis. Ja, also das kann man nicht sagen. diese Variante hat MIDI und da geht es dann rauf bis so 15.000, 16.000 Euro. Wenn man jetzt nur 10.000 ausgibt, fällt irgendwas, was wir hier sehen, weg? Irgendwelche Effekte oder so? Dann ist die rechte Seite mit den Effekten weg, das MIDI ist weg Okay. und ja, Das heißt dann ist also, die Ausstattung wirklich basic. Ne? Wer die Effekte haben will, muss auf jeden Fall einen Aufpreis zahlen. Okay. Genau, und dann geht es natürlich los. Wie ist das Gehäuse gebaut? Welches Finish hast du da? Wie ist der Deckel im Design? Da gibt es ganz verschiedene Designs und das kann man sich dann, ja, ist eine Manufaktur, es wird dann so angefertigt. Man wählt es aus im Konfigurator und dann wird es gebaut. Also alles Handarbeit. Genau. Ja. Aber was mich jetzt interessieren würde, wir haben ja jetzt quasi auch das Plugin da. Vielleicht Ja. machen wir mal so einen kleinen Vergleich. Ja, das Weil würde mich das auch wäre doch jetzt eigentlich ganz cool, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ja, also wir machen jetzt so einen kleinen Check mal, Plugin gegen Originalnachbau und wir haben ja eigentlich so das gleiche Setup, also das läuft auch über die Lautsprecher, beide Varianten und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Okay. Willst du anfangen? Wie immer? Okay. Einzelne Töne erstmal Ja, genau, vielleicht, genau. ja, oder? Fangen wir mal an beim C. Oder vielleicht, ich nehme mal irgendwas hier oben, einfach C-Moll-Pentatonik. Ne? Da hört man den Unterschied ganz besonders, finde ich. Ja, Ne? finde ich auch. Ja. Also in der mittleren Lage und auch im Bass unten. Vielleicht nehmen wir uns den Bass noch mal gerade vor. Ne, da finde ich, sind Es die ist sich nah dran. unheimlich ähnlich. Das ist krass, Ja. ja. Ja, da hört man schon auch so die Glocke so da drin. Es ist sehr trocken jetzt. Ja, ich finde, da wird der Unterschied ein bisschen deutlicher. Ne? Ja. Aber es ist trotzdem, insgesamt hat es eine große Ähnlichkeit. Auf jeden Fall. Dieser kernige, der Kern vom Sound ist da, auf jeden Genau. Fall. Und ich wette, wenn wir jetzt hier am Equalizer noch drehen und dann kriegen wir da auch, also mit den Effekten arbeiten, dann wird das sehr ähnlich klingen. Also wir können ja mal einen Sound probieren. Ich drehe auch hier mal, ich mache den EQ, mache ich mal die Höhen rein und mache das Phasing an und den Tremolo. Und jetzt haben wir schon einen anderen Sound. Oh yeah. Klingt auch fett. Ja. geil, ja. Ich mache das gleiche auch mal hier. Schauen wir mal, was passiert. Klingt auf jeden Fall ziemlich geil mit dem Phaser. Auf finde jeden ich. Fall. Vielleicht soll ich den Varipan auch, den hast du ziemlich intensiv eingestellt, ne? Der steht bei mir so auf 12 Uhr. Oh, das ist viel zu schnell, viel zu schnell. Hallo. Langsam. Aber es ist sehr intensiv, ne? Also Ja. Wie gesagt, bei mir steht der so in der Intensität Ach so, okay, in der auf Mitte, 12 okay. Uhr, Hälfte. Und noch ein bisschen schneller vielleicht. Nochmal. Ja. Also gar nicht, also auch gut, ne? Also, Ja. Also die Qualität der Effekte klingt auf jeden Fall extrem gut. Es ist ordentlich, auf jeden Fall. Und ich finde auch von der Dynamik her hat das irgendwie miteinander zu tun, aber ich glaube, da ist einfach viel mehr
Spiel, das ist viel feiner noch. Das echte Instrument einfach. Ne? Es ist halt ein echtes elektromechanisches Instrument, ne? Mit einer unendlichen Möglichkeit an Klängen, die man und Velocity-Stufen, die man erzeugen kann, während man hier natürlich technisch auf das limitiert ist, was da im Programm stattfindet. Ne? Ja, okay. Was ich da noch finde, ist, wenn du da ein bisschen stärker anschlägst, gerade so ab der Mitte und dann auch oben im Diskant. Hier in dem Bereich. Dass tatsächlich da, finde ich, so einen Hauch von Wurlitzer bekommt. Ich mache mal das Phasing nochmal aus. Das im höheren Bereich, im Dynamikbereich. Sobald Ne? man ein bisschen härter anschlägt, wird es ein bisschen Wurlitzer-mäßiger. Ja, das Ne? ist sofort Wenn da. ich das jetzt hier mache, passiert das nicht. Also als Vergleich. Ja. Ja. Es ist schon nah dran, irgendwie, muss man sagen. Ne? Auch das ganze, die Nebengeräusche, dieses Klonkern da drin im Sound. Ja, aber es klingt trockener. Das hat mehr einen offeneren Sound irgendwie. Also es ist schön, das zu haben. Ich glaube, wenn man beides hat, ist das ist so für den Alltag, wenn man ganz viele verschiedene Sounds braucht. Hier gibt es ja endlos viele Presets drin. Also überhaupt so Grundeinstellungen, Grundintonierung. Man kann das ganze Ding ja intonieren. Also wir haben ja eben drüber gesprochen. Also wenn wir können das gerne mal machen. Wir müssen den Deckel einfach nur mal abnehmen und dann kann man da reingucken. Und hier gibt es dann noch das Setup-Tab. Dann kannst du das sehen. Also da kannst du jetzt jede einzelne Note kannst du da einstellen. Jeden einzelnen Ton kannst du dann von der Intensität, wie der sich verhalten soll, einstellen. Das ist krass. Aber der Vorteil ist, hier kannst du das speichern und dann wieder eine andere Intonierung aufrufen. Ja. Und das kannst du dann natürlich nicht. Deswegen, ist das natürlich cool, wenn man hier reingehen kann und nimmt sich dann so ein Preset. Was hatte ich hier eben? Classic Rhodes, Buttery Herbs. Da weiß man schon, das ist... Herbie Hancock. Das ist auch der Sound, finde ich. Ja, absolut. Ein bisschen dumpfer, Ja. sehr mittig. Das Einzige, was noch ein bisschen fehlt, finde ich, ist dass da so ein schöner Spring Reverb oder irgendwie sowas noch drauf Genau, das kommt, vermisse ich auch. Ja, also ein bisschen Hall. Eigentlich ist es ja so, in den 70er Jahren hat man an Hall nicht gespart. Ne? Und das ist gerade bei solchen Instrumenten immer gut zu hören. Man könnte das jetzt mit dem Delay machen hier, ne? Dass Ja. du irgendwie das Delay einstellst. Oder ich mache das hier jetzt in der Software, dass ich mir das Convolution nehme und hole mir dann aus der Library hier, wo sind die Springs? Und dann nehmen wir uns doch... Und schon haben wir einen Hall, Ja. wie er früher war. So, ne? Ein bisschen viel vielleicht. Klingt ganz schön. Ja, genau. Ja, sollen wir mal zu den Effekten vielleicht nochmal weitergehen? Unbedingt. Ich mache mal den wieder weg, damit wir uns da nicht vertun. Wir haben ja hier 4 Effekte. Du hast eben schon gesagt, die sind in der Standardausführung nicht drin. Also erst gegen Aufpreis kommt diese Abteilung dazu. Und wir haben hier 4 Effekte. Kompressor, Chorus, Phaser und Delay. Und das Schöne ist, man kann die auch hier mit diesen beiden Tastern auf Pedale zuweisen. Ah, ja. Also bestimmte Parameter, Chorus, Rate, Phaser Rate. Ne? Also was man hier machen kann, ist zum Beispiel dieses hier. Das könnten wir jetzt mit dem Pedal machen. Das gleiche kann man mit dem Chorus machen. Ne? Also so einfach diese Bewegung des Modulationseffekts. Vollkommen übertriebenen, eiernden Effekt bis zum fast kaum merklichen Ja, dann fast bewegt er sich sehr Stillstand, langsam. Ne? so, ne? Oder man kann zum Beispiel hier die Delay-Zeit. Und Delay ist natürlich einer der Effekte, der, finde ich, am meisten einlädt zum Ausprobieren und Spielen.
Schön ist auch, dass es ein Tap-Tempo gibt. Ne? Also wenn wir jetzt irgendeinen Song hier hätten und der ist in so einem punktiertes... Ne? Jetzt habe ich es mir versaut mit dem... Sobald man nämlich hier dran dreht, ist das getappte Tempo natürlich weg. Ne? Da fällt mir gerade auf, das stimmt gar nicht, die Depth von dem Delay. Das ist hier, genau, der Mixregler. So, jetzt haben wir... Sehr schön. Ja, dafür will man eigentlich so ein Analog-Delay haben. Und das muss auch echt, das klingt ja wirklich super. Genau. Aber Du hast schon gesagt, es ist ein echtes Analog-Delay. Ne? Ja, So ja. Das ist wie dieser Eimerketteneffekt. Genau. Und die rauschen ja eigentlich wahnsinnig, ne? Wenn du die in die Rückkopplung fährst, also dass sie sich aufschaukeln oder auch in großen Delay-Zeiten sind, dann hast du ja immer so ein... Ja, So. also ich habe Das gerade ist schon sehr gemerkt, sauber. ne, wenn man den Feedback sehr weit aufdreht, dann muss man schon aufpassen, weil das fängt irgendwann an, so laut zu werden, dass man dann auch schnell aufpassen muss. Ne? Aber das ist no risk, no fun. Aber das wollen wir doch auch haben. Genau. Ja, also ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen. Du hast hier so ein paar coole Effekte mitgebracht und vielleicht können wir da nochmal mal hören und auch mal ein bisschen gucken, wie man die kombinieren kann. Ja, guter Punkt, weil ich benutze seit vielen Jahren gerne Bodentreter, ne? Also klassische Effekte wie zum Beispiel jetzt das Tape Delay, das ist hier das El Capistan von Strymon. Für mich eines der besten digitalen Effektgeräte. Diesen Phaser hier, den Muga Fuga Phaser. Shoutout an Ulf Kleiner, ich habe mir das damals nur gekauft, weil du dieses Gerät gespielt hast auf seinem Album mit der Band Jazz Team. Der Muga Fuga Phaser hat sehr viele Möglichkeiten, den Phaser zu bedienen. Zum einen die LFO-Frequenz, ne? Das geht in 2 Stufen. Es gibt auch einen 6-stufigen oder einen 12-stufigen Phaser. Im Prinzip haben wir so 2 in einem Gerät. Naja, und wenn man solche Effektgeräte gerne spielt, um einfach live beim Spielen dran zu drehen, dann braucht man natürlich auch die Möglichkeit, diese Effekte einzuschleifen. Also nehmen wir an, wir kaufen jetzt das Rhodes in der einfachen Ausstattung. Genau, ja. Ohne die Dann haben wir hier Effekte. die Möglichkeit, über diesen Aux-Send und Aux-Return ganz einfach mit Klinkenkabeln die Effekte hier einzuschleifen. Ich bin jetzt erst in den Muga Fuga Phaser gegangen, aus dem Ausgang in das Tape Delay rein und daraus dann wieder zurück hier in den Return. Und das Schöne ist, diese Effekte finden alle vor diesen Effekten hier statt, auch vor diesem Stereopanorama. Das heißt also, wenn ich den Phaser dann hier anschmeiße, wird der über dieses Panorama im Prinzip von links nach rechts durch die Gegend geschleudert. Und das ist sehr, sehr schön. Übrigens ganz am Rande bemerkt, wenn ich an den Effekten drehe, ich habe die gerne auf der linken Seite, dann kann ich hier so ein bisschen solieren zum Beispiel. Ne? Und jetzt nehmen wir mal hier Wow, dieses... der klingt wirklich gut. Geil. Hier war das Delay noch an. War es noch an? Ah, ja. siehst du. So, jetzt machen wir mal dieses Delay hier an. Also das ist im Prinzip dann so ein Bucket Brigade Delay. Das hier ist ein Tape Delay. Also im Prinzip stelle ich mir wirklich vor, in dieser Kiste läuft so eine Bandschlaufe lang. Wir können auch hier natürlich so das Alter des Bandes, Wow und Flutter, also so Gleichlaufschwankungen einstellen. Und natürlich mit diesem Time-Regler die Geschwindigkeit einstellen. Also ähnlichen Effekt wie gerade eben.
Auch hier können wir tappen. Sehr schön. Diese Strymon-Teile, die spacen alle so schön. Das hat auch noch eine Modulation. Das macht es Wow und Flutter, ne? Genau, das Wow und Flutter Ja? macht es. Okay. Und ich glaube, man kann auch über so Zusatzfunktionen noch ein paar Sachen einstellen. Hier ist auch tatsächlich noch so ein Spring Reverb drin. Ich glaube, wenn ich die beiden Taster gleichzeitig drücke, müsste das kommen. Ah ja. Und dann ist natürlich auch immer schön dieser klassische Effekt, dass man irgendein schnelles Riff nach oben spielt, mit einer eher kürzeren Zeit und dann je mehr das Ding macht, umso weniger muss ich machen. Ne? Ja, ist schön. Also, Mir gefällt dieses Delay, das ist schön, das ist auch sehr sauber und damit kann man auch schön tweaken. Aber was mir da gefallen hat, ist dieser tolle Modulationssound von dem Delay. Das ist wirklich richtig schön. es hat ein bisschen mehr Textur vielleicht noch. Ne? Was ich jetzt noch eine Frage hätte, wie ist so dein Feeling jetzt so? Du hast jetzt ein bisschen gespielt und auch einiges ausprobiert. Ist das so mit deiner Erfahrung, mit dem, was du in deinen Jahren am Rhodes so gemacht hast, wie ist so dein Feeling? Also gar nicht mal gut oder schlecht, sondern so, ist das so, wie du dir das vorstellen würdest, wie man sowas nachbaut? Absolut, ich bin total überrascht. Ich finde, es fühlt sich sehr gut an. Und obwohl es sehr genau ist, ne, und ich kenne halt tatsächlich ganz viele Rhodes, die eben nicht genau sind, die eher dieses Schwammige, wo jede Taste auch schon so ein bisschen weich ist und wo man das Gefühl hat, wo ist jetzt eigentlich genau der Punkt, wo die Taste greift. Gefällt mir das hier sehr gut. Also ich bekomme diesen klassischen Rhodes-Faktor hier geliefert, voll und ganz. Und mit den eingebauten Effekten kann ich auch super schnell stilistisch auf verschiedene Dinge zugreifen. Also es macht sehr viel Spaß. Und es sieht halt unglaublich schön aus. Ne? Also das ist Ja, so ein das ist Instrument, ich hätte das gerne im Wohnzimmer stehen und ich wüsste, jeder würde sofort sagen, wow, was ist das denn? Ich finde tatsächlich, dass es fast so, wie es hier steht, fast zu schön ist, um auf eine Bühne mitzunehmen. Also hier fehlt so ein bisschen natürlich dieser, sagen wir mal, leicht abgenutzte Faktor, dass man hier so einen Tolex-Bezug hat, wo die Ecken schon ab sind, ja. ne, wo schon so mancher Backliner auch vielleicht mal nicht ganz so vorsichtig mit umgegangen ist. Aber insgesamt ist es natürlich ein total geiles Instrument. Ja, also bei meinen Rhodes früher, da hingen die Klotten so runter, ne? Ja klar. Also ich würde das gerne mal probieren, weil ich bin ja von uns dreien derjenige in dem Alter, der damals einen Fender Rhodes neu gekauft hat. Der dabei war, Als das Feuer erfunden wurde. Also, ja. und Yassin, das könnte unser Vater haben wir die sein. Effekte noch an hier? Oh ja, hier sind die Effekte. Die Effekte sind noch Du an. musst Ne? den anderen drücken. Den hier? Da geht's raus, genau. Gerne mit ein bisschen Tremolo. Wow. Also ich kann bestätigen, wenn ich mich recht erinnere, hat auch das neue Rhodes damals nicht so exakt gespielt wie das. Okay. Weil das ist ja klar, ich spüre das auch, das ist die gleiche Wippe, ja, aber das ist, also bei mir war da eher, dass kein Ton kommt. Das kennst du wahrscheinlich auch von deinem alten Rhodes, ne? Ja, ja. Dass du sehr oft, wenn man so Rhythmen spielt oder so, dass dann manche Töne gar nicht kommen oder so. Und das ist hier überhaupt nicht. Also das ist wirklich sehr direkt. Fast befremdlich, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch irgendwo auf der Webseite zu lesen. Ne? Also das ist mit einer ganz anderen Präzision gefertigt. Ne? Und vielleicht Das glaub ich. rechtfertigt das auch den höheren Preis. Ich meine, die Frage ist, ob der Preis in dieser Größenordnung angemessen ist. Ne? Aber wenn man mal darüber nachdenkt, was ein Rhodes früher gekostet hat, also wenn man die Inflation mit einbezieht, ne, dann weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar Sinn macht. Ne? Das hat wahrscheinlich ein Vermögen gekostet. Ne? Ja, ich würde sagen, ja, also damals, als ich das
gekauft habe, da stand Listenpreis irgendwas über 4.000 Euro, D-Mark. Ja, Okay. war das so. Und wenn man das jetzt hochrechnet, dann sind wir ja irgendwo da schon Kommt ziemlich man in der Kurve. in Ja. der Nähe, ja, auf jeden Fall. Und also wir können uns ja schon mal fragen, also für wen ist denn das eigentlich? Und ich würde sagen, ja, das ist für diejenigen Leute, die wirklich genau das haben wollen, die das echte Ding haben wollen, das Real Thing, irgendwie das echte Rhodes, weil daran zu spielen, das merke ich jetzt in diesem Unterschied. Nichts gegen diese Lösung, Master Keyboard und Plugin, aber das hier, das habe ich sofort gespürt, dass das Instrument mir was zurückgibt. Also wenn du das spielst, dann schwingt das auch alles irgendwie. Man spürt, dass das lebt. So irgendwie, das bilde ich mir ja jetzt nicht ein. Na, das ist da in dieser Welt, das ist auch vom Handling her, ist das dann ganz schnell sehr abstrakt. Weil dann wählt man da ein Preset an und du hast selber mit der Einstellung überhaupt gar nichts zu tun. Und hier hast du alles direkt und bist sofort am Klang. Und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Unterschied. Was jetzt noch eine Frage an euch beide ist, wenn ihr jetzt quasi, wenn Geld keine Rolle spielen würde und ihr habt das jetzt angespielt, würdet ihr sagen, ja, das ist so geil, dass mir das wert wäre, wenn ihr das Geld hättet? Das ist so eine Frage, die das quasi diesen Faktor, das Geld habe ich nicht oder es wäre es mir nicht wert, ausklammert, sondern wenn man sagt, ey, Geld spielt keine Rolle, wäre das so geil, dass ihr sagt, stelle ich mir ins Wohnzimmer? Kurze, ehrliche Antwort. Ich würde mir wahrscheinlich tatsächlich eher einen Mark I kaufen, und zwar als Suitcase, weil ich auf diesen Speaker-Sound total stehe. Das macht nochmal was anderes. Das ist etwas, was dieses Instrument so nicht leisten kann, weil es eben kein Speaker-Kabinett dazu gerade gibt. Ich würde mal schätzen, wenn du jetzt einen Rhodes kaufen willst, einen Stage, ohne Effekte, unter 2.000 Euro kriegst du keins in einem guten Zustand. Aber ich glaube, insofern wird da ein Schuh draus, wenn du anfängst jetzt nach einem Rhodes zu suchen und du findest eins irgendwo und dann sagt jemand hier, guter Zustand, 2.000 Euro, dann kaufst du das für 2.000 Euro. Du musst aber davon ausgehen, selbst wenn die Tastatur noch gut ist, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man die mal neu garnieren muss. Ne? Oder es sind ein paar Dinge auszutauschen. Irgendwas an der Auf jeden Elektronik, Fall. vielleicht auch mal neue Pickups. Ne? Dann musst du vielleicht noch mal 1.000 oder vielleicht auch noch mal 2.000 Euro extra bezahlen. Aber du legst natürlich da auch immer noch, ich sag mal, in einem Preisbereich, der deutlich unter der Hälfte von einem neuen Mark 8 liegt. Ne? Und da ist dann die Frage, ne, das ist einfach, glaube ich, ein bisschen die Präferenz. Hier hast du so ein bisschen mehr den modernen Look, ne, mit mehr Technik drin. Das sieht cool aus. Ne? Und es ist ja auch, da ist ja keine Kerbe drin. Ne? Und Ja, also bei den Effekten, da haben wir hier den Preamp, den Equalizer und das Tremolo. Du musst ja auch einen Preamp haben, also auch wenn du das alte Rhodes hast, um an diesen Sound zu kommen. Ja? Wenn du ein Suitcase hast, da ist ein Preamp drin und da ist auch der Tremolo drin, da ist das schon mal alles klar. Das ist ja sehr, sehr ähnlich so aufgebaut. Ne? Aber wenn man dann ein einfaches Mark I oder Mark II hat, dann muss man ja irgendwie extern das noch sich dazu kaufen. Das geht also alles nochmal, also wenn du hinterher da unter die Einkaufsliste einen Strich machst. bist du auf jeden Fall auch viel Geld los. Ja. Ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Also was ich jetzt mitnehmen kann aus diesem Test, wenn man es den Test nennen kann, aus diesem Anspielen und Probieren, also so eine Lösung, die will man ja quasi, wenn du die Haptik willst, du willst den Sound, du willst was an dem Sound machen, ja. Und wenn ich das sehe hier, dass ich hier quasi eine Brille brauche, um hier zu drehen und da zu drehen, und dann bin ich natürlich so weit weg von intuitivem Effekt anwenden. Das heißt, das ist für mich jetzt so, das finde ich echt geil, so, also vom Sound, aber auch so vom Bedienkonzept und allem drum und dran. Und ich habe halt nicht diese Zickereien mit irgendwie gebrauchten Geräten, wo ich dann sage, ey, jetzt muss ich aber das, und dann ist die Taste nicht quasi so, wie ich es brauche, und dann ist aber hier und da, das bräuchte ich jetzt nicht. Deswegen finde ich es geil, aber man muss natürlich, ich darf nicht vergessen, man braucht noch Lautsprecher, ne? Und die müssen ja dann auch auf einem ähnlichen Niveau sein. Weiß nicht, was man für die, die wir jetzt hier haben, was man da so aufschlägt finanziell, aber wird sicherlich Pro Amp kostet das dann auch 800-900 Euro. Ja. Okay, Es gibt kleinere Varianten davon, die auch das Gleiche leisten. Die sind halt vom Bass ein bisschen kleiner, aber ich glaube, das kann man so ähnlich einschätzen. Ja.
Also wie gesagt, ist klar, dass wenn das irgendwie manufakturartig gebaut wird, dass das natürlich einen gewissen Preis haben muss. Ich denke, das richtet sich an Liebhaber und an Leute, die halt im Wohnzimmer, wie gesagt, der Vergleich mit dem Flügel war eigentlich genau treffend, ne? Die vielleicht auch nicht auf dem Level spielen, um Steinway zu haben, aber trotzdem ist er halt da. Ne? Und ich glaube, in die Richtung würde ich das jetzt Ja, auf jeden Fall. Das gehört für mich zu einer guten Studioausstattung, also wo man eben ein Studio bucht und man hat dann eben auch ein wirklich tolles Rhodes. Ich finde es wirklich sagenhaft. Es spielt sich wirklich toll. Also toller Sound und es fühlt sich wirklich toll an. Auch wenn ich da jetzt so diesen Unterschied habe zu dem Original irgendwie. Ich finde, das spielte sich schwammiger. So, ganz einfach. Auch in neu. So. Ja. Ich glaube, der Punkt ist einfach dieser Wohlfühlfaktor. Du kaufst dieses Gerät und du musst erstmal nichts weiter investieren. Ne? Das funktioniert so und du musst eben eigentlich, mit Ausnahme von Lautsprechern, aber nehmen wir mal an, du hast es bei dir zu Hause stehen und es gibt noch eine Gesangsanlage oder eine kleine PA oder irgendwie du hast deine Studioabhörer da stehen, dann gehst du da einfach mit Klinkenkabeln raus und dann ist das Ding fertig. Ne? Inklusive Effekte. Also falls jetzt einer sagt, ey, lass uns doch mal hier so einen Herbie Hancock Sound mit Phaser machen. Knopf an, ist der Phaser an. Oder jetzt hätte ich gern mal hier irgendwie so einen Sound à la Bill Withers. Ne? Just the Two of Us. Lass uns einen schönen dicken Chorus nehmen. Da ist der Chorus. Ne? Genau, musst du nicht irgendwie mit den Effektgeräten rumfummeln, sondern du hast sofort ein komplettes System. Ja, dann können wir eigentlich schon zum Ende kommen. Ja? War eine interessante Reise, würde ich sagen. Ja, und für dich? Ich find's geil, also klang mega, aber ich muss sagen auch, dass das Plugin sich sehr gut geschlagen hat. Also ich war jetzt beeindruckt vom Plugin, also ich kenne es natürlich, habe es aber selbst nicht in Besitz und muss sagen, das war jetzt gefühlt eigentlich gar nicht so weit weg. Das wirkte halt irgendwie doch ein Tick, echt ist ein blödes Wort, aber so irgendwie war hier so noch so 5% mehr noch, aber du hast schon gesagt, wenn man hier noch ein bisschen schraubt, kommt man da mit Sicherheit schon auch in so einen Grenzbereich. Ich glaube, das ist etwas, das wir dann so abstrahieren können, weil wir das kennen. Ja. Und wenn du dich hier ransetzt, dann denkst du darüber gar nicht nach, weil es ist echt. Ja, es ist das Original sozusagen. Das ist das Original, ja, ganz genau, einfach. Und das beeinflusst ja auch dein Spielen. Also wenn du wirklich so Realtime spielst und ganz intuitiv unterwegs bist, ja, dann hast du einfach diese Nähe zu dem Sound. Das ist wirklich da. Und man kann damit spielen, auf jeden Fall. Hier ist nochmal eine dynamische andere Abstufung. Das ist ganz fein auflösend. Genau. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Das fühlt sich wirklich komplett anders an. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, also wenn ich jetzt live spiele und es ist ein Rhodes da, also gibt es natürlich oft vom Backliner ein Service, dass dann wirklich gutes Rhodes hingestellt wird. Und dann macht das auch Spaß. Aber es gibt sehr, sehr viele Rhodes, auch in Jazzclubs, die vielleicht sogar regelmäßig gespielt werden, wo ich denke, oh, das macht mir keinen Spaß. Der Grundsound ist irgendwie nicht da. Ja. Das würde dann viel Arbeit kosten. Das ist auch nicht meine Aufgabe, das dann da irgendwie zu machen. Ich muss dann ausprobieren. Und da ich da schon oft schlechte Erfahrungen gemacht habe, spiele ich tatsächlich auch über einen Rechner. Früher habe ich mein eigenes gesampeltes Rhodes gespielt. Und auch mein Wurlitzer. Irgendwann bin ich zum Scarby übergegangen, weil es einfach für mich sozusagen hands down der beste Sound ist. Das EP88S von Scarby. Das ist ja das George Duke Rhodes. Und da kannst du auch wahnsinnig viel einstellen. Ich finde, das kommt schon dem auch sehr nah. Das heißt also, wenn es darum geht, mit wenig Mitteln irgendwie den Sound auch schnell herzustellen, ist man mit der Lösung halt super aufgestellt. Ne? Also ich scheue auch den Aufwand, nicht einfach einen Laptop mir neben mein Nord oder so oder mein Prophet zu stellen und dann spiele ich darüber dann im Jazzclub irgendwo dieses Plugin, ne, weil du einfach eben auch den Vorteil hast, du kannst da halt ganz schnell irgendwas intonieren und dann klickst du auf was anderes, hast ein neues Setup und musst nicht irgendwie, ne, es gibt keine Fehlerquellen sozusagen. Bei einem echten Rhodes kann das natürlich passieren, dass man das kann, ja, vor allem wenn es nicht deins ist, wenn du nicht weißt, so in welchem Zustand ist das. Ja, okay. Ja, also ich habe das Gefühl, wir können noch Stunden damit verbringen. Vielleicht sollten wir noch mal einen extra Podcast aufnehmen über das Thema, weil es ist wirklich immer wieder diese Entdeckung, ja, aber es klingt doch ähnlich, aber nee, aber hier fühle ich doch irgendwie das und das ist wirklich immer wieder das Spiel, das hatten wir auch letztens diskutiert.
Es geht um den Klang, aber als Pianisten, Keyboarder, was auch immer, wir hören den ja nicht nur, sondern wir spielen den auch. Und das ist eben genau immer wieder diese Diskussion, was gibt dir dieser Klang? Und wie setze ich das ein und für welchen Zweck? Und da gibt es zweckgebundene Dinge. Und da würde ich sagen, ja, da bist du hier im Alltag. Und das hier ist Liebe. Ja, ja. Ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, also ich will es auch jetzt nicht noch zu lang machen. Also ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war aufschlussreich für euch. Und danke an dich, Christian. Danke für die Einladung. Und dich, Yasin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.